Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Werner Watches YouTube-Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Simon, der Inhaber von Werner Watches und Vintage-Uhrenhändler. Und heute stelle ich mich in diesem Q&A euren Fragen zu meinem Beruf, Vintage-Uhren und der Branche insgesamt. Viel Spaß! Woher beziehst du deine Uhren? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Da gibt es keinen universellen Code. Also ich kann nicht sagen, ich habe 45% meiner Uhren aus der und der Quelle, sondern es ist tatsächlich es sind ganz verschiedene Quellen. Ich würde aktuell von 3 Hauptquellen reden. Ich habe meinen Kundenstamm, der mir von Leuten, die ich schon kenne, mit denen ich schon zusammenarbeite, aber trotzdem die Private und Sammler sind, die mir Uhren anbieten und einliefern. Ich habe andere Händler, mit denen ich zusammenarbeite und die mir regelmäßig Uhren anbieten. Und ich habe auch immer noch eine relativ große Beteiligung im Online-Bereich, heißt in Foren, auf eBay ganz klassisch oder auch auf Chrono24, weil auch ich kann nicht jeden Händler und nicht jeden Verkäufer auf der ganzen Welt in meinem Netzwerk haben. Bedeutet, aktuell vermute ich, dass es tatsächlich auch eine recht gleiche Verteilung von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel wäre. Also ein Drittel Uhren, die ich etwa auf eBay oder anderen Plattformen kaufe, ein Drittel aus meinem Händlernetzwerk, also über Händlergruppen oder Händler, mit denen ich ohnehin schon zusammenarbeite, die mir Uhren anbieten, weil sie einfach wissen, was ich suche. Und ein weiteres Drittel von Kunden, die mir Uhren anbieten, die sie oft übrigens auch bei mir gekauft haben oder die sie in Zahlung geben möchten, um eine andere Uhr bei mir aus dem Shop zu erwerben. Mit wie viel Startkapital hast du angefangen? Die Frage bekomme ich tatsächlich wirklich, wirklich häufig. Und die Leute sind immer verwundert, wenn ich ihnen erzähle, eigentlich hatte ich gar kein Startkapital. Ich habe ja nicht bewusst angefangen zu handeln. Das war keine Entscheidung, so, heute werde ich jetzt Händler, sondern ich habe noch bevor ich 18 wurde, aus meinem Kinderzimmer heraus angefangen, irgendwie, ich hatte es im ersten Teil meiner Privatsammlung schon erzählt, irgendwelche Maserati-Uhren oder auch mal eine Seiko oder eine Vintage Longines zu verkaufen. Und die habe ich nicht bewusst mit Startkapital bezahlt. Also es war nicht so, dass ich sagte, ich habe hier jetzt sofort ein Geschäftskonto. Ich war noch nicht mal volljährig, das ist fast 5 Jahre her mittlerweile. Ich habe jetzt hier irgendwie ein Geschäftskonto, da liegen Summe XY drauf und damit arbeite ich jetzt. Sondern ich habe immer geguckt, ich habe mal wieder bei einem irgendwie Ferienjob was verdient, habe damit eine neue Uhr gekauft. Die wollte ich nach einem halben Jahr nicht mehr, habe sie wieder verkauft. Da war ja auch gar kein Gewinnerzielungsinteresse da, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und dann hat sich's entwickelt und als es dann soweit war, dass ich ausgezogen bin zum Studieren in eine andere Stadt, habe ich die Firma gegründet, entsprechend auch ein Geschäftskonto eröffnet und da dann einen kleinen Teil meines Ersparten eingezahlt, um einfach weiterarbeiten zu können. Das war aber trotzdem gering vierstellig. Also ich habe mich tatsächlich ganz klassisch hochgehandelt, ohne Fremdkapital, ohne Investoren und ohne große Kredite oder Disporamen. Trägst du bei deinen Ankäufen ein hohes Risiko? Tatsächlich gibt es schon oft ein gewisses Risiko, wenn ich Uhren ankaufe. Man muss der Ehrlichkeit halber aber sagen, dass ich einen Großteil dieser Risiken mittlerweile minimiert oder sogar komplett ausgemerzt habe. Gerade wenn man Uhren von Leuten kauft, die man noch nicht kennt, heißt zum Beispiel online oder von einem Kunden, den man vielleicht sogar kennt, aber nur Bilder zugeschickt bekommt oder Videos, dann gibt es immer ein Risiko, dass die Uhr nicht ganz dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, dass der Zustand nicht so gut ist, dass die Uhr technisch nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat oder wie auch immer. Jetzt habe ich aber auch innerhalb meiner Firma alle sonstigen Prozesse, heißt die Arbeiten meiner Uhrmacher, beim Gehäuserestaurator, aber auch die Versandprozesse und Co. so optimiert, dass das kein großes Problem mehr darstellt. Bedeutet, wenn ich eine Uhr kaufe, die mir als technisch makellos verkauft wird, sie aber trotzdem nicht ordentlich läuft, dann ist es mittlerweile kein großes Thema mehr, das auch schnell zu beheben. Ein größeres Risiko ist tatsächlich Betrug. Da muss man ganz ehrlich sein, gerade wenn man auf den klassischen Online-Plattformen, also eBay Kleinanzeigen oder so einkaufen möchte, dann ist Betrug leider echt ein Thema. Und ja, auch ich bin da schon des Öfteren Opfer von geworden. Gott sei Dank konnte ich mich in den meisten aller Fällen irgendwie davor retten und mein Geld über gesicherte Zahlungsprozesse oder wie auch immer zurückholen.
Aber auch mir ist es erst letztes Jahr, 2022, mit einem nicht geringen vierstelligen Betrag passiert. Da wurde ich von einem professionellen Betrüger gescammt, denn klar ist, sobald irgendwie Geld in einer Branche ankommt und auch nach außen hin klar wird, dass es in der Branche um Geld geht, und bei Luxusuhren muss man so ehrlich sein, es geht einfach um hohe Summen, in dem Moment entstehen Begierlichkeiten und in dem Moment wollen Leute versuchen, das Geld, was du bereit bist auszugeben für eine Luxusuhr, irgendwie sich zu ergaunern. Und da kann man nichts anderes tun, als sich wirklich so gut es geht abzusichern, im besten Fall wirklich mit dem Verkäufer immer zu treffen. Leider geht das natürlich nicht. Ich meine, mittlerweile kaufe ich nicht mal mehr nur noch innerhalb Deutschlands oder Europas, sondern mittlerweile weltweit. Und ich kann wegen der Uhr nicht nach Japan fliegen oder wie auch immer. Das bedeutet, oft muss man vertrauen, oft muss man sich einfach so gut es geht absichern. Ich sagte schon, übergesicherte Zahlungsprozesse. PayPal kann man da tatsächlich sehr empfehlen, aber es gibt auch etwaige Mechanismen, Chrono24, Trusted Checkout oder wie auch immer. Und wenn es dann nicht klappt, dann hat man einfach, so blöd das klingt, Pech gehabt. Anzeigen sind in der Regel nicht erfolgsversprechend und deswegen empfehle ich immer wirklich aus vertrauenswürdigen Quellen zu kaufen. Warum YouTube? Ich hatte tatsächlich schon sehr, sehr lange den Plan, YouTube zu machen. Innerhalb der Uhrenwelt natürlich, weil ich wirklich eine Lücke gesehen habe. Ich habe gesehen, es gibt Unmengen an Uhrenkanälen insgesamt erstmal. Es gibt Unmengen an Vintage-Uhrenkanälen, zumindest einige. Und es gibt Unmengen an deutschsprachigen Uhrenkanälen, zumindest einige. Es gab aber keinen deutschsprachigen Vintage-Uhrenkanal. Es gab Kanäle, die Vintage-Uhren angesprochen haben. Es gab Kanäle, die mal Vintage-Uhren gezeigt haben. Es gibt im Übrigen auch deutsche Händler, die einen Vintage-Uhren-Kanal betreiben, die Jungs von Goldammer, die aber wiederum den Kanal auf Englisch betreiben. Es gab aber keinen deutschen Vintage-Uhren-Kanal auf YouTube. Und ich sehe es und sah es als meine Mission, den Leuten ein bisschen die Angst vor dem Thema zu nehmen, den Leuten was beizubringen, sofern ich das denn kann und sofern es in meiner Autorität liegt sozusagen. Und gleichzeitig aber auch natürlich meine Firma weiterzubringen, mich diesem neuen Projekt zu widmen, denn ich weiß, dass, und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Firma jetzt schon, aber auch mittel- und langfristig natürlich immer mehr mit diesem Kanal assoziiert werden wird. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich der Meinung bin, dass wir hier wirklich tollen Content produzieren. Und das ist der Grund, wieso ich mich für YouTube entschieden habe. Dann hat sich irgendwann die Gelegenheit geboten, über ein Jahr, nachdem ich das erste Mal die Idee hatte, YouTube zu machen. Und dann habe ich sie am Schopf gepackt und bin jetzt hier und freue mich sehr, das machen zu dürfen tatsächlich. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich beim Smokers auf der Europaallee bedanken, wo wir immer drehen dürfen. Tolle Location, super Zigarren, mir macht es immer super viel Spaß. Folgt ihnen gerne auch auf Instagram. Dieses Video außerdem sehr, sehr gerne liken und abonnieren, wenn es euch gefällt. Santos Carré oder Galbi? Oh, eine Frage, bei der sich die Geister scheiden. Und ich maße mir nicht an, das final entscheiden zu können. Ich persönlich muss sagen, ich tendiere eher zur Galbi. Bedeutet, mein persönlicher Stil geht eher in diese Richtung. Ich finde die Carré, also die Santos Carré 2960 und 61, die ist sehr rough und kantiger und eckiger und ein Stück sportlicher, obwohl die Uhren sich ja doch sehr ähnlich sind, während die Galbi etwas femininer ist, sich etwas besser trägt. Also ich finde, die Galbi ist tatsächlich ein Stück bequemer und ich finde die Rundungen der Galbi und das Gehäuse, das sich ans Handgelenk ein bisschen besser anschmiegt, ein Stück attraktiver, würde ich sagen. That said, habe ich trotzdem in meiner Privatsammlung eine 2960, also eine Santos Carré. Entsprechend, vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme und ich habe gerade das Gefühl, dass es so ist. In Summe gibt es da kein richtig und kein falsch. Es ist wirklich down to personal taste und es kommt darauf an, was bist du für ein Typ. Es kommt darauf an, was sind deine Präferenzen bei Uhren. Willst du eine Automatik oder eine Quarz haben? Stehst du eher auf Stahl oder Stahlgold? Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Carré in Stahlgold besser aussieht, während die Galbi in Stahl besser aussieht. Und. Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Ich kann, will und werde das nicht final bewerten oder entscheiden können. Warum Vintage-Uhren?
Gut, zu der Frage haben wir ja schon ein ganzes Video gedreht, deswegen fasse ich mich jetzt kurz. Ich bin der Meinung, dass Vintage- und Neo-Vintage-Uhren ein kreativeres und originelleres Design haben, trotzdem ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Seltenheit spielt für mich eine große Rolle und du setzt dich im Vergleich zu einer modernen Uhr immer so ein bisschen von der Masse ab. Was ist deine Grail Watch? Dass die Frage kommt, war mir natürlich klar. Ich habe mir auch im Vorhinein schon Gedanken drum gemacht, muss aber sagen, es gibt keine finale Antwort. Es gibt Uhren, die ich aktuell suche, die ich aktuell gerne privat kaufen würde, die auch in Reichweite sind, so zum Beispiel die 18346 Platin Day-Date aus den 80er Jahren. Das ist ein Modell, was ich gerade aktuell im Kopf habe, wo ich sage, die würde ich gerne mittelfristig mal haben. Das ist eine VO Royal Oak zum Beispiel in Stahl oder Stahlgold. Das sind alles Uhren, die ich gerne mal hätte. Das ist für mich aber nicht die Definition einer Grail Watch. Eine Grail Watch ist eine Uhr, wo ich sage, die ist im Zweifel unerreichbar und man muss sehr viel Glück und leider oft auch sehr viel Geld haben, um sie kaufen zu können. Und da sind mir zwei Modelle eingefallen, die beide auch nicht unbekannt sind, die ich beide letztes Jahr in Genf bei den Auktionen jeweils lustigerweise bei Philips sehen durfte. Die eine Uhr ist, glaube ich, der Grail aller Grails. Das ist die Patek Philippe 1518. Eine Pink on Pink wäre natürlich nicht schlecht, wobei ich sagen muss, dass ich das klassische Gelb-Gold-Modell mit weißem Blatt präferieren würde, weil ich der Meinung bin, dass das die klassischste aller Konfigurationen ist und die 1518 als der meiner Meinung nach beste jemals gebaute Chronograph von Patek Philippe mit extra Komplikationen ist eine klassische Uhr. Entsprechend würde ich die mit diesem klassischen Schema haben wollen. Die zweite Uhr wäre auch eine Uhr, die ich bei Philips sehen durfte und auch eine Patek Philippe. Und zwar die Patek Philippe 565. Das ist ein Calatrava-Modell, ein Jumbo-Calatrava-Modell mit einem sehr industriellen Gehäuse, muss man sagen, mit Breguet-Indizes, Radium-Schwertzeigern und einem S-Spray Co-Signing. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich saß da im Auktionssaal bei Philips und das Estimate war so, dass ich gesagt hätte, noch kann ich sie mir nicht leisten, aber vielleicht kann das ja irgendwann mal klappen. Vielleicht taucht die Uhr in 5 oder 6 Jahren mal wieder bei einer Auktion auf und ich bin bis dahin so weit, dass ich sie mir leisten kann. Ich glaube, es waren 40.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Und die Uhr ging dann irgendwie unter den Hammer bei 400 oder so, zuzüglich Steuern und Prämie fürs Auktionshaus, die ja meistens allein bei 25% liegt, wo mir dann klar wurde, okay, das ist also doch Grail Material. Entsprechend, das sind meine Grail Watches und ich würde mich riesig freuen, irgendwann mal die Gelegenheit zu haben, eine davon besitzen zu dürfen, wobei ich sagen muss, der Reiz einer Grail Watch ist es ja auch, zu wissen, dass man sie im Zweifel niemals besitzen wird und dann in Genf oder bei irgendeinem großen Vintage-Händler zu sitzen und sich das Modell anzuschauen. Und also, als ich im Patek Philippe Museum war, das erste Mal, und da eine 1518 das erste Mal tatsächlich live gesehen habe, sind mir beinahe die Tränen gekommen. Das muss man sich mal überlegen. Also tatsächlich, sie sind nicht gelaufen, aber sie sind in meine Augen geschossen. Und das ist schon echt erstaunlich, was für Emotionen eine Uhr auch wecken kann. Vespa oder Strich 8? Oh, das ist eine geile Frage. Jetzt, wo der Sommer kommt, sage ich Vespa. Autofahren kann man im Winter. Wobei, oh Gott, verdammt. Ja, Strich 8. Lederband oder Stahlband? Das kommt auf die Uhr an. Bei einer dressigen Uhr präferiere ich in der Regel das Lederband, gerade wenn man eine tolle Faltschließe, wie zum Beispiel die von Cartier hat. Bei einer eher sportlichen oder Everyday Watch tendiere ich zu einem Stahlband, sofern es denn ein tolles Stahlband wie das Jubilee hier ist. Was hältst du von Quarzwerken? Tatsächlich habe ich da mittlerweile eine sehr differenzierte Meinung zu. Ganz am Anfang war ich ein großer Freund von Quarzwerken. Das war aber wirklich zu einer Zeit, als ich noch nicht mal die Unterschiede zwischen Quarz- und Automatikwerken kannte. Ich war einfach ein großer Freund von der Idee, dass die Uhr durchläuft, dass ich mir keine Gedanken um Aufzug und Co. machen muss. Dann hatte ich meine Phase, in der ich sagte, alles, was nicht mechanisch ist, ist keine valide Uhr. Die Uhr braucht eine Automatik oder ein Handaufzugswerk. Da muss eine Unruhe drin schwingen, die der Uhr eine Seele gibt. Und mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich sage,
Das Werk muss zur Sinnhaftigkeit der Uhr passen. So bin ich zum Beispiel der Meinung, dass eine Uhr wie ein Patek ewiger Kalender totaler Quatsch in Quarz wäre. Kein Mensch oder eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, so gut wie jede Patek. Es gibt Ausnahmen, also ich finde zum Beispiel, dass eine Aquanaut oder auch eine Nautilus als Quarzmodell Sinn machen können, da rede ich gleich noch drüber. Aber der Geist der Marke Patek Philippe ist doch einer, der mit mechanischen Uhren und wirklich Handwerkskunst zu tun hat. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es Uhren gibt, die als Quarzuhren sehr viel Sinn machen. So bin ich zum Beispiel der Meinung, dass viele Cartier-Uhren, die Santos Galbet zum Beispiel, diese Uhr kaufst du nicht wegen des Werkes. Die Uhr kaufst du wegen dem revolutionären Design. Die Uhr kaufst du, weil sie toll an dein Handgelenk gehört, weil du dieses Schmuckobjekt in Form einer Armbanduhr tragen möchtest. Und ob sie dann ein mechanisches oder ein Quarzwerk hat, sollte mehr oder weniger egal sein. Natürlich kann man sich auch da immer für die Automatikvariante entscheiden. Das ist eine total valide Entscheidung. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass es einfach keinen Unterschied macht. Gerade Leute, die frisch ins Thema kommen, fangen dann doch gerne mit einem mechanischen Werk an, weil sie sagen, sie sind irgendwie der Meinung, dass eine richtige Uhr mechanisch sein muss. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Oft ist es aber so, dass je spezieller der Geschmack wird, desto unproblematischer sind Quarzwerke. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, ich habe eben schon von der Aquanaut und von der Nautilus geredet, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Royal Oak als 33 mm Quarzmodell total viel Sinn macht. Die Uhr hat nicht die Branche revolutioniert, weil sie so ein grandioses Werk hatte. Ja, es ist ein tolles Werk in den Vintage Royal Oak Modellen verbaut, auch in den modernen natürlich, aber die Werke waren noch nie der Grund, wieso jemand eine Royal Oak gekauft hat. Wenn du ein hochwertigstes AP-Kaliber haben möchtest, dann kaufst du keine Royal Oak, dann kaufst du andere Modelle der Marke, weil der Preis einfach besser ist. Die Royal Oak wird wegen des bahnbrechenden Genta-Designs gekauft. Und ob die Uhr dann ein Quarz- oder ein Automatikwerk hat, das sollte meiner Meinung nach egal sein. Die eine Grailwatch oder eine 10-Uhren-Sammlung? Ich habe mir oft Gedanken darum gemacht, diese One-Watch Collection zu haben. Das ist ja so ein ganz großes Thema unter Sammlern. Ist das möglich? Gibt es die One-Watch Collection? Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht funktionieren würde. Es mag sein, dass ich Uhren habe, die alleine in einer Sammlung bestehen könnten, keine Frage. Es würde mir aber tatsächlich einfach nicht reichen. Jetzt bin ich ein Sonderfall, weil ich natürlich trotzdem jederzeit die Uhren aus meiner Firma tragen könnte, dann die Uhren aus meiner Firma so ausrichten würde, dass sie noch eher auch für mich privat gefällig sind, und dann könnte ich mich sozusagen da ein wenig drumherum winden. Aber wenn ich davon ausginge, ich sei kein Uhrenhändler und einfach Uhrensammler, dann könnte ich mit einer Uhr nicht leben. Also ich würde es überleben, aber ich hätte weniger Spaß. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und auch vielen Dank dafür, dass ihr mir auf Instagram so zahlreich Fragen gestellt habt. Ich hoffe, ich konnte sie anständig beantworten und ihr konntet mit den Antworten was anfangen, vielleicht sogar was Neues lernen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.